been some damn heavy years, a flood of endless tears, been laying on the ground for too long, search for love everywhere, and sometimes I didn't care. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und wer ist noch dabei? Der Kameramann Micha. Genau, immer schön stets an meiner Seite. Und heute zeigen wir euch nämlich dieses Thema. Und zwar auf Wunsch einer Abonnentin haben wir eine Fensterdeko gemacht. Ganz natürlich, mit natürlichen Materialien. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Salbei, Rosmarin und auch noch die orientalische Minze, blüht nicht, aber die wächst gerade wie verrückt. Und nachträglich noch vom Ginkgo-Baum haben wir noch ein paar Blätter geplättet vorher für 2 Tage und lackiert. Und genau, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und Kameramann Micha, zeig mal hier unten, genau. Ich war jetzt eben noch mal im Garten und wir haben Rosmarin, Salbei habe ich geschnitten. Im Vorgarten habe ich den Bodendecker unserer Heide geschnitten. Dann habe ich hier unten wie immer das Moos und getrocknete Hortensien. Die hatte ich jetzt hier in einer Holzschale drin mit einer Lichterkette. Die sind alle komplett verschieden eingetrocknet. Finde ich eigentlich ganz schön, gerade dieses Braun mit ein bisschen Blau. Ganz natürlich. Und dann habe ich hier, genau, und zwar ist das ein Stock gewesen, den hatten wir, beziehungsweise ich glaube Micha, in Gold lackiert. Hier oben in der Infobox könnt ihr noch mal gucken, das war die Fensterdeko zum Frühling. Und dann habe ich hier noch mal den silbernen Aludraht, Floristendraht. Dann habe ich hier Schmuckdraht in Gold und in Silber, einen Seitenschneider, eine Schere und was ich noch gefunden hatte, die sollten im Müll, die habe ich aber schon etwas länger. Das sind so ja trichterförmige Glasgefäße und die habe ich auch noch mal so ein bisschen wie so ein Reagenzglas, genau. Und das sind die Sachen, die wir jetzt brauchen und ich würde sagen, es geht los. Hier haben wir das Glasröhrchen. Ich habe mir jetzt hier erst ein bisschen Moos in Position gelegt und werde jetzt anfangen, von unten mir das Moos an das Röhrchen zu legen. Dann nehme ich nehme jetzt einfach mal hier den silbernen Bindedraht, Schmuckdraht. Ich möchte das gerne ein bisschen in Gold und Silber abwechselnd machen. Hier habe ich jetzt so ein bisschen, kann man das noch mal eben ranlegen und werde mir das Moos jetzt hier unten erstmal festmachen mit dem Bindedraht und möchte eigentlich auch gerne in dieser Trichterform nach oben gehen. Ich nehme jetzt wieder Moos und das ist jetzt ganz schön, wenn man das ruhig so richtig schön kreuz und quer mit dem Draht umwickelt. Ich habe mir das jetzt richtig schön hier nochmal einmal runter und einmal hoch gewickelt und nehme jetzt hier den Seitenschneider und schneide mir den einfach ab. Ihr könnt jetzt den Rest auch einfach hier unten reinmachen, das ist jetzt nicht so schlimm. Das kann ruhig ein bisschen wehr aussehen. Und jetzt fange ich an, mir einfach die Heide hier ein bisschen zu kürzen. Und die müssen jetzt überhaupt nicht gleich lang sein, einfach die kleinen Stränge abschneiden. Es können auch ruhig ein paar mehr dran sein. Und das mache ich jetzt mal eben. Und ich nehme jetzt hier so einen Strang bzw. ein Ästchen von der Heide und lege mir die, ich nehme das jetzt einfach, ich mache das einfach mal in Wechsel, ein bisschen hell und ein bisschen violett. Da gehe ich jetzt einmal rum, einmal um den Trichter. 아주 우연히 듣게 된 그 노래
Jetzt nehme ich den goldenen Draht, halte ihn einfach fest und gehe jetzt hier erstmal rum. So, dann sind sie auch alle richtig schön fest. Und jetzt könnt ihr wieder einige Male hier rundherum gehen, damit das schön fest ist. Und jetzt bis nach unten hin. Und dann könnt ihr schon wieder die nächsten nehmen, einfach anlegen, wie eben auch. Bis unten hin. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Reste. Und da gehe ich jetzt auch noch mal richtig schön hier mit dem Draht rum. Jetzt könnt ihr alles, eigentlich kann man das auch sehr gut hier, guck mal, man kann das echt toll randrücken jetzt. Und wenn euch irgendwas stört, dann könnt ihr das gerne auch noch abschneiden. Jetzt hat man richtig so eine kleine Heidefackel. Genau, so, und ich werde jetzt hier oben den Rest abschneiden, Seitenschneider, und hier jetzt auch wieder einfach hier oben reindrücken und dann hält das auch ganz gut. Und jetzt kann man sich das gerne, wenn man das möchte, hier oben abschneiden. Ich finde das ganz niedlich, vielleicht so ein bisschen, guck mal, wie beim Friseur, ne? Und jetzt nehme ich den Aludraht und gehe einmal, zweimal finde ich auch ganz nett. Genau, gehe einmal so zweimal rum und verzwirbel mir das hier hinten. Und jetzt kann man das nämlich so ein bisschen nach oben drücken. Und ich werde jetzt einfach mal gucken. Ich werde mir jetzt so ein Stück abschneiden, cutte mir das hier und werde jetzt hier, ich glaube bei der Sonnenblumendeko haben wir es auch gemacht, genau, beim Wasserstrauß, mache mir jetzt hier einfach nochmal eine Schnecke. Das finde ich ganz niedlich. Und den kann man ja wunderbar biegen. Und guck mal, man kann eigentlich alles machen. Man kann ihn auch noch mal so in sich biegen. Aber ich mache jetzt erstmal hier eine Schnecke. Und dann kann man das nämlich wunderbar knicken. Und dann kann man sie wunderbar in den Stock reinhängen. Man kann sie super variieren. Von der Länge kann man die jetzt, ich finde das ganz schön, wenn man immer unterschiedliche Höhen hat. Und ich würde sagen, das ist ganz niedlich geworden. Und man kann sie immer jahreszeitgemäß super füllen. Und ich mache jetzt die anderen beiden noch mal. Ich glaube, das reicht. Und der ist wirklich, ich finde das wirklich schön. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, Micha. Wir zeigen euch das mal. Ich habe hier wirklich, hier unter den silbernen, den goldenen Draht. Und wenn das im Fenster hängt, guck mal, das glitzert auch so schön. Und sieht man, das ist cool. Und ich finde das wirklich cool mit diesem natürlichen und dem Moos und der Heide. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viel gehabt. Und jetzt auch der goldene Ast und jetzt nochmal dieser Alu. Ich finde, diese Kombi ist wirklich entzückend, gerade mit diesem natürlichen. Und ihr könnt natürlich hier oben auch, man kann das auch ein bisschen öfter umwickeln. Verzwirbel ich mir nochmal. Und werde jetzt hier wieder von der Länge, muss ich mal gucken. Ich glaube, den mache ich jetzt mal ein bisschen länger. Da gucke ich gleich, wenn ich alle 3 fertig habe. Und damit wir verschiedene Höhen haben. Und hier mache ich jetzt auch noch mal eine Schnecke. Was natürlich total optimal ist, dass man diese Fensterdeko außen sowie aber auch innen drin ranmachen kann. Der Aludraht hier. Der rostet natürlich nicht und ist natürlich mit diesen natürlichen Stoffen natürlich sehr, sehr praktisch. Natürlich. So, und jetzt kann man es hier auch noch mal so ein bisschen drehen. Ich versuche mal hier jetzt so in die Kamera reinzukommen und ich drehe mir den jetzt hier noch mal. Also jetzt könnt ihr hier wirklich super viele Figuren mitmachen. Das finde ich wirklich fantastisch. Und ich guck mal, ich weiß nicht, Micha, bin ich jetzt so richtig? Guck mal, und dann kann man das doch super so da reinhängen. Jetzt nehme ich mir so ein Häufchen Moos, nehme hier nochmal den Schmuckdraht und gehe ganz locker rum. Was man auch gut machen kann, unten einfach mal innen drin, meine ich, ein Stück Zeitungspapier, ein kleines Knäuel und dann einfach das Moos da rumlegen. Ich gehe jetzt hier ein paar Mal nochmal, wie eben gerade auch, schön wehr. Guck mal, jetzt sieht man das mit dem Bindedraht rum. Schneide mir den silbernen ab, stecke mir den in die Kugel rein und nehme jetzt meinen goldenen Bindedraht, wenn ich ihn gefunden habe, da ist er. Genau, nimm den jetzt, steck den auch mal eben hier rein und werde mir jetzt hier nochmal auch kleine Heidestückchen nochmal ranlegen, ganz weit durcheinander, um
abwickeln. Ich habe jetzt hier wirklich nur so ein paar Teile reingemacht und schneide mir jetzt hier den Schmuckdraht ab. Versteckt mir den einmal hier so in der Kugel, weil da kann man sich echt pieksen. Und ihr könnt das wirklich nochmal richtig schön jetzt gerade durch den Draht super in Form nochmal kneten. Und jetzt nehme ich nämlich nochmal hier den Aludraht und stecke mir den hier einmal nur so rein. Und werde jetzt hier wieder so eine kleine Schnecke, schon ganz niedlich, mache ich jetzt so rundherum. Schon fast wie so eine kleine Tannenbaumkugel. Gehe jetzt hier so rum, ich würde mal sagen so halb, und nehme den Draht jetzt so nach oben. Guck mal, und dann können wir hier nochmal so eine richtig schöne Schlaufe bauen. Schneide mir den auch nochmal ab. Und jetzt kann man sich das drehen, wie man möchte. Ich werde jetzt hier, es ist natürlich, normal habe ich hier auch immer so eine kleine Schmuckzange, aber jetzt könnt ihr hier auch nochmal so ein bisschen zur Hilfe das so reindrehen. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Und genau. Und ich würde sagen, die Kugel ist fertig. Ich glaube, so hatten wir ihn fixiert. Aber jetzt zeige ich euch das einmal eben nur, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und zwar werde ich jetzt hier die kleinen Moos- und Heidetrichter einfach reinhängen. Ihr könnt das auch mal ein bisschen Abwechslung, einmal so rum. Und den dritten, der ist so ein bisschen dicker, das war der erste, aber dann nachher habe ich auch wirklich das Gefühl dafür gekriegt, da wurde es auch wirklich besser. Genau, und ich würde sagen, kann man hier super reinmachen. Und die Kugeln, die finde ich auch wirklich niedlich, die kann man hier so jetzt noch dazwischen hängen. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt hin mit der Kraft. Kann man das sehen, Micha? Ja, ich glaube aber, wenn das richtig hängt, sieht man es besser. Sieht man besser. Deswegen gehen wir gleich mit euch runter. Genau. Aber ich zeige euch noch mal eben. Ich wollte erst die Hortensie nehmen und das war nicht wirklich schön. Und ich werde jetzt aber hier wunderbar, ich liebe es. Es riecht so fantastisch. Das Salbei, das trocknet ja auch fantastisch ein. Und unseren Rosmarin, der ist auch wunderbar. Und da fülle ich jetzt unsere kleinen Trichter. Und genau, dann haben wir frische Kräuter über uns hängen, weil das kommt nämlich wieder ins Wohnzimmer. Ich mache das jetzt einfach mal eben so mit einer Hand. Und in den dritten kommt jetzt auch noch was. Und dann würde ich sagen, wir gehen runter. Wir gehen runter. Ja? Und da ist sie. Das war heute unser Thema. Eine schnelle Fensterdeko mit, ja, ich würde mal sagen, mit Sachen, die wir schon hatten. Ein bisschen aufgepimpt, ein bisschen Natur dazwischen. Und ja, wir hoffen sehr, dass euch heute das Thema nämlich inspiriert hat. Dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch, wisst ihr ja, ein kostenloses Abo oder aktiviert auch die Glocke gerne. Dann bekommt ihr mal Info, wenn ein neues Video online ist. Und hier unten in der Videobeschreibung, guckt doch mal, wenn ihr Artikel sucht. Wenn wir die haben, verlinken wir euch natürlich zu dem jeweiligen Artikel. Dann möchte ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank für die super Kommentare, für die Besuche auf Hof Oelkers. Auch die super Kommentare an Michael, weil der ist wirklich viel im Background, der schneidet die Filme, ja, der macht alles, die Übersetzung und ja, deswegen vielen Dank nochmal, Micha, dass du immer so schön mit der Kamera dabei bist und auch nochmal an die Enkel, dass sie ein super Intro mit mir machen durften und wie gesagt, ein großes Dankeschön natürlich an die Abonnenten, weil mit den Kommentaren bestimmt ihr den Content und das ganze Format und dafür danken wir euch. Und nämlich übermorgen gibt es ein Giveaway, das liegt mir sehr am Herzen und genau, das wird es wird sehr spannend und wir hoffen sehr natürlich, dass es euch auch gefällt. Also wir sehen uns übermorgen am Sonntag mit diesem Giveaway und ich sage bis bald, natürlich wird gebastelt, bis bald eure Conny und euer Micha, der Kameramann. Ganz genau, bis dann, tschüss. Tschüss. Feel alive. Slowly open my heart. Trust somebody again. This time I don't feel lonely.